Vom Formskuik ging es über Gulmim zur Blague Blanche und von dort aus nach Tantan durch die Westsahara runter bis an die mauretanische Grenze. Grenze nach Nouadhibou, Nouakchott, rauf nach Atar. Unweit vom Erk Chigaga haben wir einen David mit seiner alten Transalp in der Oase getroffen. Wenn er gewusst hätte, was auf ihm zukommt, hat er diese Route auslassen und war außenrum gefahren. Aber so hat uns der Zufall zusammengebracht und da wir das gleiche Tagesziel ansteuern, haben wir die Telefonnummern austauscht, um über WhatsApp zu kommunizieren, wo wir die Nacht verbringen werden. Der David ist dann 3 Stunden nach uns angekommen. Ja, sehentlich gezeichnet von der Tour. Geschafft. Das war das Zweitschlimmste, was ich je gemacht habe mit dem Motorrad. Was war das Schlimmste? Dass ich mir das Knochen auf einmal gebrochen habe damit. It's a bad driver, yes? No. Because he's coming too late. He's a good driver. No, bad driver. If he's good, he will be coming here. He made it. He's a good driver. Hätte ihr nicht auf mich gewartet, hätte ich da zwischendrin zu heulen angefangen. Servus, ich bin David aus Offenburg. Ich fahre mit meiner alten Transalp die Westküste Afrika runter. Wenn ich bis Ghana komme, bin ich glücklich. Alles, was danach kommt, ist Bonus. Wer liegt denn da? Hat sie sich verabschiedet. Jetzt geht's zum Reifenwechseln. Ich bin da in der Gulmim. Und da ist der Raffen hingeschickt worden gestern aus Casablanca, die müsste jetzt da sein. Schauen wir mal. Und da ist sie schon. Ja, boah! Merci. Ja, jetzt ist 4 Uhr mittlerweile. Eigentlich müsste das jetzt der Ebbe sein und somit fahrbar.
switch up the flow. Show you the way that it go. God is good, but his life is hard. But it gets better when you grind it smart. I'm just really trying to leave a mark. We tired of being who they say we are. That's the baton, we gon' take it far. Always be real, we don't fake it all. Tired of 9 to 5. Just making nothing. Es ist 3 in der Früh, ich muss ein bisschen raus. Ich hab da einen Sandsturm in meinem Zelt. Oh, das ist eine Sauerei. Ja, heute ist Tag 8 unserer Reise. Seit gestern bin ich wieder allein unterwegs. Der Stefan fährt doch ein bisschen eine andere Pace wie ich und deswegen habe ich mich gestern entschlossen, allein weiterzufahren. Es war im Vorfeld also abgesprochen, wenn es nicht passt, dass wir uns trennen. Und genau der Punkt war gestern. Und ab jetzt geht es weiter auf meiner Route Richtung Mauretanien. Vom Militärposten am südlichen Ausgang der Blanche sind es noch 70 Kilometer bis Tantan. Da werde ich mir eine Tankstelle suchen, um das Motorrad vom Salz zu befreien und den ganzen Sand, den es mir heute noch da hingeklebt hat, um dann weiter mein Ziel zu verfolgen nach Mauretanien. Ich bin gestern noch bis Bonjour gefahren, das ist mitten in der Westsahara. Ja, von da sind es noch um die 750 Kilometer bis an die mauretanische Grenze. Ja, das Ziel ist es, heute noch nach Mauretanien einzureisen, um dann morgen nach Nouakchott weiterzufahren. Also jetzt ist 6 Uhr, ich bin durch, 3 Stunden hat der ganze Spaß dauert. Ja, die erste Ortschaft da gleich nach der Grenze, die ist echt zart, da kommst du rein, ein Gewusel, ein Gewirr. Also, ja, schon lange nicht mehr in so einem Chaos gewesen, aber das größte Problem war da Hotel oder Unterkunft zu finden. Ich bin dann die Stadt wieder raus. Ich habe da so ein Beduinenzötel-Camp gefunden. Ja, und für 8 € ist das schon noch geht, das gut in Ordnung, da mal Nacht zu verbringen. Tipptopp, jetzt geht es weiter nach Nouakchott, die Hauptstadt. Bin mal gespannt, wie chaotisch es da sein wird. Telefonkarten muss ich mir noch nicht organisieren, weil ohne Internet bist du echt der Depp. Man muss schon schauen. Aber vielleicht finde ich ja da wenigstens ein Café mit Wifi, weil in Nouadhibou war es unmöglich, irgendwas zu finden. Ja, vielleicht gibt es den Ortsteil ja mit den Cafés oder wo man sie trifft, aber ich habe den nicht gefunden und ja, jetzt nichts mehr weg von da. Machen wir voll, voll, voll. C'est 1000 650. C'est 8500, 650. Ich verstehe ja nicht, ich glaube. Ja, Tausende. Okay. Ça c'est quoi? Ça, c'est pas bon? Oh. Bon. Bon.
Finde ich, passt. Merci. Doch, komm mal, gell? Ich bin in Nouakchott, das ist die Hauptstadt von Mauretanien. Ich fahre jetzt heute nach Attadi, 450 Kilometer. Und dann werde ich mal schauen, wie es da mit dem Sand ausschaut, weil mein Plan ist ja von Attadi nach Choum und von Choum aus zu den Monolithen zu fahren. Auf dem Weg da runter habe ich verdammt viel Sand gesehen und ich zweifle daran, dass das machbar ist, allein da hinzufahren. Jetzt fahre ich mal nach Attadi, schaue was passiert. Und seit Einreise in Mauretanien zweifle ich immer mehr daran, dass ich die geplante Route von Choum, der Eisenbahnlinie entlang bis zum Atlantik fahren kann, werde und möchte. Der Punkt ist ganz einfach der, es sind 140 Kilometer Weichsand, durch die ich durch muss. Und mittlerweile weiß ich, wie schwer es ist, die Teneré aus Sand rauszubekommen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, an einem gewissen Punkt umzudrehen, dann muss ich eine Entscheidung treffen und an dem bin ich jetzt angelangt. Und die Entscheidung ist ganz einfach, ich fahre hier nicht. Ich bin in Attadi beim Bab Sahara. Richtig cooles Platz, das ist der Anlaufpunkt für Offroad-Reisende, sei es Zweirad oder 4x4. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, heute ist der erste Tag vom Ramadan und ich bin schon gespannt, wie sich das auf die Leute auswirkt und wie es mit der Verpflegung ausschaut, weil in Marokko soll es angeblich so sein, dass man erst ab 16 Uhr einkaufen kann. Untertags wäre alles geschlossen. Hier in Mauretanien wäre es weniger das Problem, aber ich habe jetzt mir vorgesagt, ich habe 3 Liter Wasser dabei, 2 Dosen Thunfisch und Brot. Also damit komme ich über den Tag und Müsli-Riegel habe ich auch noch mit und da denke ich mir jetzt nichts. Heute geht es runter, die 180 Kilometer aus Feld wieder zurück Richtung Süden in das Dorf mit A, kann es nicht aussprechen. Von da aus gehe ich auf die Piste nach Beni Had und dann quer durch die Wüste rüber auf die Hauptstraße zum Atlantik und dann habe ich noch 300 Kilometer bis zur mauretanischen Grenze. Und wenn es gut geht, habe ich am Ende vom Tag 700 Kilometer auf dem Tacho. Morgen reise ich dann aus Mauretanien aus und wieder Marokko. Rauf in den Norden, nächstes Ziel ist der Atlas. Das ist jetzt bloß ein kleiner Abstecher, so einen Kilometer neben der Straße, um nochmal hier mauretanische Düne zu sehen. Und jetzt fahre ich weiter bis ins nächste Dörfler und von da aus geht es dann über die Piste nach Beni Shop. Und da sollten dann nochmal ein bisschen Sand, Sand kommen, aber da geht eine Piste durch und von daher gesehen, denke ich mal, sollte es auch funktionieren. Probieren wir es aus, werden wir sehen.
und da sehen wir einen der typischen Kleinbusse, die hier im Land unterwegs sind für Personen- und Materialtransport. Aufs Dach kommt so viel drauf, wer Platz hat. Und innen drin sind Sitzplätze für 16 Personen. Man mag es nicht klein, aber ist halt so. Gell? Also der Polizist beim Ortseingang an der Kontrolle hat gemeint, ich soll zu diesem Hotel fahren. Das ist super günstig. Für 10 €, also 100 Dirham, kriegt man da eine super Bude mit Bad und Fernsehapparat. Der Fernsehapparat ist da. Ich nutze den, um mein Handtuch aufzuhängen. Das Bad. Beim Bad schaut so aus, wenn ich das Wasser aufdrehe. Jetzt kommt da Wasser, ich glaub's ja nicht. Dann läuft das irgendwo raus. Zuerst ist überhaupt nichts gekommen, das ist noch alles da runtergelaufen. Scheißpapier habe ich auch keins. Und die Wand schaut so aus. Also schon die ein bisschen abgrenzt, die Bude, aber das Bett passt soweit. Alles sauber. Also das Bett zumindest. Und ja, jetzt ein bisschen desinfizieren. So, jetzt kann ich Anti-Schimmelbekämpfung halt mit Dark Temptation. Und jetzt halt gehe ich in die Haie. Und dann geht es in Richtung Atlas. Ja, und so schaut meine Bude aus. Nächste Woche sage ich euch dann den Film vom Hohen Atlas und Problem.